Wie bin ich hops gegangen? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Nee. Also, ich weiß, wir hatten das bei einem der Paradox und Endings. Wir sind quasi gestorben, als wir versucht haben, Al zu retten. A wise decision. All you need to know is that you and Al died in possession of a sacred silver coin. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Ich mag den Effekt der Augen. Sieht cool aus. That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. I see no point in keeping you here, but I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Ja, na klar. Ein Jahr später. Huch. Okay. Ich habe Angst vor solchen Türen mittlerweile. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir hätten ja noch die Möglichkeit gehabt, mit Persephone zu reden und so, aber... Al? Hey, you made it. It's great to see you again. Alt geworden, oder? I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir noch. Uff. Oh, okay. Galerius? It's you. Oh, there she is. Moment mal, was? Was? Hä? Wie ist das möglich? You're finally here. Remember me? Hä? Wie geht das? Ja, na klar. It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life.
Das ist ja verrückt. I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. Krass. If you're going to be around, we'd love to see you there. Na klar. Schön, dich wiederzusehen. Of course. There's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. Ach du We'll Heilige. speak again soon, my friend. Das Orakel. Duli. Alle da. Das ist ja verrückt. You're here. It's lovely to finally Nur was meet trinken. you. Galerius told me all about you. There she is. Freut mich, dich zu sehen. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Das ist schön. Schön. See you at the wedding, I hope. Ich werde nicht alles, weil das wird zu viel. Dulli. Horatio, okay, Militär macht Sinn. Julia. Krytea. Hey. Ach, die ist, ja, macht Sinn, die Nobeltante. Georgios. Magnificent museum, is it not? Fabia, cool. Ach, Greetings. er auch. Ja, macht. Octavia. Good evening. Olivia, oh. Hello there. Some soiree, innit? Ja, please keep off. Ja, war klar. Kabash. Sagt, ich werde nicht alle, weil das wird zu viel. Rufus. Hello. Ach, seid ihr jetzt beide? Nice to meet you. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Also sind sie doch ein Paar. Sehr schön. Hello there. Scintilla. Hi. Oh, I go by Gabriella now. Was? I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. Ja, macht Sinn. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Thanks. You too. Ulpius. Dann sind die zwei jetzt zusammen wahrscheinlich. Hi. Hi. Okay. Oh. Moment. Wir sind aber jetzt nicht auf dem Schiff, oder? Wenn ich so nach oben gucke. Ich meine, gut, das könnte auch die Erde sein und wir gucken immer noch einen Sternenhimmel, aber... Fakte. Okay. There you are. I hope you enjoyed that. Ja. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Oh nein. Boah. Sorry if I frightened you. Alter. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Die Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Tja. Ihr habt die ganze Zeit zugeflüstert.
Ihr habt die Zeitschleife geschaffen. Was ist aus Pluto geworden? I don't know what happened to him. I haven't heard from him. And I rather hope it stays that way. Was ist mit Charon? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. Uh-oh. She wouldn't say what it was. But I'd be surprised if you don't run into her again. Hölle? I imagine we all will. One day. Zeitschleife? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We are all fortunate you came along when you did. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Ja. Good, because they remember you. Oh. Well done, my friend. Oh. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. The Canon Ending. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich meine, ich habe die Leute gehört, aber also sind alle Statuen befreit. Cool. Bis auf, naja, 1, 2, die wahrscheinlich und so, hops und tot. Also, ein letztes Mal developed by Modern Storyteller. Die ganze Crew, soweit ich weiß, ein kleineres Team. Wir geben uns noch einmal die Credits. Alter, was für ein Spiel. Ich kann es nur immer wieder empfehlen, auch wenn ihr das Let's Play vielleicht sogar komplett geguckt habt, was ich hoffen möchte. Wenn nicht, nicht schlimm, kann ich verstehen. Aber selbst wenn, spielt das Spiel. Spielt es selber. Ich habe auch mit Absicht jetzt noch einen Großteil der Gespräche ausgelassen am Ende hin, damit ihr selber natürlich spielen sollt und euch das selber anguckt. Ich werde das im Nachhinein nach dem Let's Play natürlich machen. Ja. Also großartiger Cast, großartige Sprecher. Virgil ist nicht so mein Präferie, wie man so schön sagt, aber ja. Aber unterm Strich gesehen, Alter, einfach nur mega. Einfach nur geil. Das war jetzt ganz schön Alter, 3,5 Stunden. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich so lange noch aufnehme. Uff, ich bin ganz schön runter. Eieiei. Ich muss das Ganze noch schneiden und so, aber das mache ich nicht mehr jetzt, weil es ist spät. Und ja, da wird die Folge morgen, weil ich habe keine mehr, ein bisschen später rauskommen. Aber wenn ihr mich das sagen hört, dann ist die Folge längst draußen gewesen. Folgen kommen eigentlich immer so 8:30 Uhr rum raus. Aber ja, dann kommt die halt mal später raus. Das ist auch nicht schlimm. Geht die Welt nicht von unter. The many shall suffer from... Nein!
Ich mache mir Spaß, alles gut. Das ist eine ganz schöne, furchtbare Vorstellung, wenn das tatsächlich so wäre. Aber wie gesagt, das mit dem, Alter, das mit dem Ending, es ist ganz schön, dass man wirklich nur so erwartet, dass du halt jetzt, ja, du bist jetzt in der Unterwelt, du bist eigentlich tot, ich schick dich mal zurück, passt schon. Ich meine, du bist ja eigentlich, also im Spiel jetzt wirklich tot, aber du bist halt ganz anders, als du es erwartest. Ich meine, und wer sagt nicht, dass es wirklich so ist? Woher willst du es wissen? Woher? Ah, scheiße. Mega. Optisch wie storytechnisch. Das hat nicht umsonst genug Preise gewonnen, das Spiel. Definitiv nicht umsonst. Einfach nur krass. Eines der besten Spiele, was ich in den letzten Jahren spielen durfte. Wirklich so. Ich habe schon viele schöne Spiele gespielt. Vom Jugendzeitalter an, wo ich Spiele spiele. Ich weiß noch, wo ich mit einem Kumpel angefangen habe und wir haben Final Fantasy VIII gespielt und haben die Rendersequenzen gesehen und gesagt, Mensch, wenn die Spiele wirklich so aussehen würden irgendwann. Und heutzutage sehen sie sogar noch besser aus. Und die Spiele werden immer besser. Es ist eine geile Zeit, in der ich groß geworden bin. Ich habe so ziemlich alles mitgenommen. Also fast alles. Die ganzen allerersten Dinger leider nicht. Also leider in großen Anführungszeichen. Das ist aber nicht schlimm. Man hat ja genug, was man nachholen kann. Und ja. Es gibt so viel, also Spiele, ich weiß, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil es kann auch zur Sucht ausarten. Das sei immer gesagt. Das kann man nicht schönreden. Also es kommt doch mal auf einen gesunden Menschenverstand an. Wenn man das abwägen kann, dann ist das nicht das Ding. Und andererseits ist es auf jeden Fall eine Form von Kunst. Ich weiß, es sehen viele anders, aber Spiele machen ist Kunst. Es ist wie ein interaktiver Film. Nicht in allen, weil es gibt ja auch Spiele, die halt nicht storybasiert sind, aber unterm Strich gesehen. Das hier definitiv. Definitiv. Und ich bin verdammt müde. Oh, ich bin müde. Ich muss mich unbedingt gleich ins Bett hauen. Oh. Und morgen ist Skyrim dran als Aufnahme. Da habe ich nämlich auch nichts mehr. Alter. Ich feiere das Spiel. Ich hoffe, da kommt mal nochmal sowas Ähnliches. Ich feiere das total. Krass. Love and support for all who make this game possible. Ja, definitiv. So, dann drücken wir Escape. Escape. Eine Nachricht von den Entwicklern. Wir freuen uns. Nee, so rum. Nochmal, ich muss mal anfangen. Es ist spät, ich habe lange aufgenommen. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst uns dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst, eine Rezension schreibst. Je mehr Leute unser Spiel spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Jo. Und wenn du Erster sein willst, der überhaupt kommende Projekte sein möchte, dann setz dich in Verbindung. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. E-Mail. Ja, würde ich gerne machen, aber wenn ich das jetzt mache, das ist während der Aufnahme ein bisschen doof. Das mache ich nach der Aufnahme. So. The Forgotten City. Mit den Worten der Entwickler. Wenn ihr das Let's Play gesehen habt, wenn ihr selber spielt, haltet euch an die Bitte, setzt euch in eine Verbindung, sagt lieben Dank, sagt geiles Spiel, weiter so, gibt Support. Je mehr spielen, umso besser. Und ich sage auch nochmal lieben Dank fürs Zuschauen. War eine Reise. Das Spiel hat jetzt, also da ich versucht habe, möglichst alles mitzunehmen, grob 14, 15 Stunden bei mir auf der Uhr. Es geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Es könnte auch weniger sein. Es kommt immer ganz auf die Spielweise drauf an. Bisschen Content ist noch drin, weil das mit der Persephone-Beschwören-Geschichte oder halt noch ein paar Achievements holen, wenn man dann halt auf sowas Wert legt. Aber unterm Strich gesehen,
10 bis 15 Stunden Minimum und beim Daumen gepeilt. Ja, nochmal lieben Dank an alle, die zuschauen, für den Support meinerseits auf dem Kanal, fürs Let's Play und allem drum und dran. Ich weiß noch nicht, was auf nächstes kommt. Ich hatte da so 1, 2 Ideen, müssen wir gucken. Aber vorerst haben wir mal vorgesorgt. Und wenn das hier vorbei ist, dann kommt das nächste Projekt definitiv. Das steht in den Startlöchern. Bleibt mir gesund, es ist eine verrückte Zeit. Wir sehen und oder hören uns beim nächsten Projekt oder aktuell auch gerne bei irgendwelchen Unboxings. Bei Skyrim in der Special Edition, wenn es noch läuft, wovon ich mal ausgehe. Alten wie neuen Projekten, Deutsch wie Englisch auf dem Kanal. Bis demnächst. Reingehauen.